Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema: Arbeit und Beruf. Hier lernst du, wie man auf Deutsch über seinen Job spricht. Wenn dir unser Podcast gefällt, abonniere unseren Kanal und klick auf die Glocke, damit du keine Folge verpasst. Hallo, schön dich zu sehen. Ich heiße Anna. Ich komme aus Deutschland, aber ich lebe jetzt in Zürich. Ich arbeite hier seit einem Jahr und es gefällt mir wirklich gut. Und du? Wie heißt du und was machst du beruflich? Hallo Anna, ich heiße Markus, schön dich kennenzulernen. Ich komme aus Österreich, aber ich arbeite jetzt in der Schweiz. Ich bin Mechaniker und arbeite in einer kleinen Werkstatt in Winterthur. Ich repariere Autos und das macht mir viel Spaß. Ich mag es, wenn etwas kaputt ist und ich es wieder zum Laufen bringen kann. Das klingt interessant. Ich arbeite in einem Büro. Ich bin Sekretärin in einer Firma. Ich schreibe viele E-Mails, telefoniere mit Kunden und organisiere Termine. Manchmal ist es ein bisschen stressig, aber ich mag meine Arbeit. Ich arbeite gern mit Menschen und helfe, wenn jemand etwas braucht. Ja, das kann ich verstehen. Ich habe früher auch in einem Büro gearbeitet, aber das war nichts für mich. Ich sitze nicht gern den ganzen Tag am Computer. Ich brauche Bewegung. Ich mag praktische Arbeit. In meiner Werkstatt kann ich viel mit den Händen machen. Das ist perfekt für mich. Das ist gut, wenn man etwas macht, was man wirklich mag. Ich finde auch wichtig, dass man nette Kollegen hat. Bei uns im Büro sind alle freundlich. Wir trinken oft zusammen Kaffee in der Pause und reden über das Wochenende. Das macht den Tag leichter. Ja, das ist super. Bei uns in der Werkstatt ist es ähnlich. Wir sind ein kleines Team und jeder hilft dem anderen. Wenn viel zu tun ist, bleiben wir manchmal länger, aber wir lachen auch viel. Ich finde, gute Kollegen sind fast so wichtig wie ein guter Chef. Absolut. Ich denke, wenn die Menschen nett sind, ist die Arbeit gleich viel besser. Ich habe früher in einer großen Firma gearbeitet, aber da war es sehr anonym. Jetzt ist es familiärer und ich fühle mich wohl. Das klingt schön. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt. Dann geht man auch mit besserer Laune zur Arbeit. Ich stehe morgens gern auf, trinke meinen Kaffee und fahre los. Das ist ein gutes Gefühl. So soll es sein. Wenn man mit Freude arbeitet, merkt man das auch am Ende des Tages. Man ist müde, aber zufrieden. Und das ist das Beste, finde ich. Genau. Jeder Tag ist anders und das gefällt mir. Morgens, wenn ich in die Werkstatt komme, weiß ich nie genau, was heute passiert. Manchmal ist viel los, manchmal ist es ruhiger, aber irgendwie gibt es immer etwas Neues zu tun. Ja, das kenne ich gut. Bei uns im Büro ist es ähnlich. Manchmal ist es ruhig und dann plötzlich ruft jeder gleichzeitig an oder schreibt E-Mails. Da wird's richtig hektisch. Mein Arbeitstag beginnt meistens um 7 Uhr morgens. Ich stehe um halb 6 auf, trinke einen Kaffee und fahre dann zur Arbeit. Wenn ich in der Werkstatt ankomme, ziehe ich meine Arbeitskleidung an und schaue, welche Autos heute repariert werden müssen. Ich mag den Moment am Morgen, wenn alles ruhig ist und der Tag erst anfängt. Bei mir ist es ganz anders. Ich beginne um 9 Uhr, also kann ich etwas länger schlafen. Morgens mache ich mir gern einen Tee und höre Musik, bevor ich ins Büro gehe.
Wenn ich ankomme, schalte ich sofort den Computer ein und lese meine E-Mails. Manchmal sind schon viele neue Nachrichten da und ich muss schnell antworten. Das kenne ich. Wenn ich in der Werkstatt ankomme, wartet auch schon Arbeit auf mich. Oft kommen Kunden mit kleinen Problemen, aber manchmal ist es etwas Größeres. Ich muss konzentriert sein, weil Sicherheit wichtig ist. Wenn ein Auto nicht richtig funktioniert, darf ich keinen Fehler machen. Das ist manchmal stressig, aber ich arbeite gern mit Verantwortung. Ja, Verantwortung ist wichtig. Im Büro muss ich auch genau arbeiten. Wenn ich Termine falsch eintrage oder etwas vergesse, kann das Probleme machen. Deshalb schreibe ich alles auf. Ich mag Ordnung. Ich mache auch oft Listen. Das hilft mir, ruhig zu bleiben, besonders wenn viel los ist. Ich mache in der Pause immer kurz frische Luft. Ich trinke dann einen Kaffee mit meinen Kollegen draußen. Wir reden über alles Mögliche, über Familie, Fußball oder das Wetter. Ich finde das schön, das macht den Tag leichter. Ohne Humor geht's nicht, finde ich. Ja, das stimmt. Bei uns im Büro machen wir auch oft Witze in der Pause. Manchmal bringen Kollegen Kuchen mit und dann sitzen wir zusammen in der Küche. Ich glaube, kleine Pausen sind wichtig, sonst wird man müde im Kopf. Nach der Pause arbeite ich wieder besser. Genau. Und wenn der Tag vorbei ist, bin ich zwar müde, aber zufrieden. Ich sehe, was ich geschafft habe. Wenn ein Kunde glücklich ist, weil sein Auto wieder läuft, macht mich das stolz. Dann denke ich, ja, das war ein guter Tag. Das ist ein schönes Gefühl. Ich habe das auch, wenn ich einen langen Tag geschafft habe und alles gut geklappt hat. Dann gehe ich nach Hause, mache mir etwas zu essen und entspanne. Ich denke, am Ende zählt, dass man seine Arbeit gern macht und trotzdem noch Zeit für sich hat. Weißt du, Markus, ich habe oft darüber nachgedacht, warum ich diesen Beruf gewählt habe. Ich wollte schon als Kind etwas mit Menschen machen. Ich bin gern organisiert, ich plane gern Dinge und helfe anderen. Deshalb war der Job im Büro perfekt für mich. Ich mag es, wenn alles läuft und jeder weiß, was zu tun ist. Das passt gut zu dir. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich war in der Schule nie gut im Sitzen und Lernen. Ich wollte immer etwas Praktisches machen. Ich habe früh gemerkt, dass ich gern mit meinen Händen arbeite. Ich habe meinem Vater oft geholfen. Er hat zu Hause immer etwas repariert. Da wusste ich, das will ich später auch machen. Das finde ich schön, wenn man schon früh merkt, was einem gefällt. Ich wollte früher Lehrerin werden, aber dann habe ich gemerkt, dass Büroarbeit auch interessant ist. Ich mag es, wenn der Tag schnell vergeht, weil es immer etwas Neues gibt. Und ich lerne jeden Tag dazu, besonders wenn ich mit Kunden telefoniere. Ja, das glaube ich dir. Ich finde es toll, wenn man am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat. Wenn ich ein Auto repariert habe und es wieder funktioniert, dann bin ich stolz. Ich denke dann, meine Arbeit hat einen Sinn. Es ist ein gutes Gefühl, wenn Menschen zufrieden sind, weil du ihnen geholfen hast. Genau, das ist ein schönes Gefühl. Ich glaube, das ist wichtig, dass man etwas macht, was einem wirklich Freude bringt. Ich kenne viele Leute, die nur arbeiten, weil sie müssen, aber ich denke, wenn man glücklich im Job ist, dann hat man auch mehr Energie für das Leben. Da hast du recht. Ich glaube auch, dass man den richtigen Beruf nicht immer sofort findet. Manchmal muss man verschiedene Dinge ausprobieren. Ich hatte auch andere Jobs, bevor ich Mechaniker wurde. Aber jetzt weiß ich, das ist das Richtige für mich.
Ich fühle mich wohl und das ist das Wichtigste. Ja, so ist es. Ich glaube, wenn man das gefunden hat, was einem passt, dann fühlt sich Arbeit nicht mehr so schwer an. Dann steht man morgens auf und hat einfach Lust, etwas zu tun. Und das ist doch das Schönste, oder? Absolut. Wenn man seinen Beruf gern macht, merkt man das in jedem kleinen Moment. Dann zählt nicht nur das Geld, sondern auch das Gefühl, dass man etwas Sinnvolles macht. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben in 5 Jahren aussehen wird. Ich möchte mich weiterentwickeln und vielleicht in einer größeren Firma arbeiten. Ich will mehr Verantwortung übernehmen und besser Deutsch sprechen. Ich finde, man sollte nie stehen bleiben. Man kann immer etwas Neues lernen. Das sehe ich genauso. Ich möchte in Zukunft vielleicht meine eigene kleine Werkstatt haben. Ich arbeite gern für andere, aber ich träume davon, mein eigener Chef zu sein. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber wenn man hart arbeitet, kann man viel schaffen. Und ich möchte später auch junge Leute ausbilden. Das klingt nach einem schönen Plan. Ich habe auch überlegt, vielleicht einmal im Ausland zu arbeiten, zum Beispiel in Österreich oder Deutschland. Ich mag es, neue Menschen kennenzulernen und andere Arbeitskulturen zu sehen. Ich glaube, solche Erfahrungen machen einen stärker und offener. Ja, das stimmt. Ich war schon einmal in Deutschland für ein paar Monate. Es war interessant, aber auch manchmal schwierig. Neue Stadt, neue Menschen, andere Regeln. Man muss sich anpassen. Aber ich habe viel gelernt und bin dadurch selbstständiger geworden. Ich finde, genau das ist das Wichtigste, dass man sich traut, Neues zu probieren. Manchmal hat man Angst vor Veränderungen, aber am Ende merkt man, dass sie gut sind. Ich habe auch viele Fehler gemacht, aber ohne sie hätte ich nie gelernt, wer ich wirklich bin. So ist das Leben. Manchmal läuft alles gut, manchmal nicht, aber man muss weitermachen. Ich denke oft, dass Arbeit nicht alles ist. Es ist auch wichtig, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und einfach das Leben zu genießen. Ja, ich denke genauso. Erfolg ist schön, aber am Ende zählt, dass man zufrieden ist und gesund bleibt. Ich hoffe, dass ich auch in Zukunft motiviert bleibe und Menschen finde, mit denen ich gern zusammenarbeite. Ich wünsche dir viel Glück dabei, Anna. Ich bin sicher, du wirst deine Ziele erreichen. Wenn man positiv bleibt, kommt alles zur richtigen Zeit. Danke, Markus. Ich wünsche dir auch alles Gute für deine Werkstatt. Vielleicht bringe ich mein Auto mal zu dir. Sehr gern, das wäre schön. Und wer weiß, vielleicht trinken wir dann zusammen einen Kaffee in meiner Werkstatt. Das wäre super. Also Leute, danke fürs Zuhören, abonniert unseren Podcast, gebt uns ein Like und klickt auf die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Weiterentwickeln. Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln. Man kann sich immer weiterentwickeln und Neues lernen. Verantwortung. Ich übernehme gern Verantwortung bei der Arbeit. Mit Verantwortung kommt auch Vertrauen. Selbstständig. Ich möchte später selbstständig arbeiten. Er ist sehr selbstständig und braucht keine Hilfe. Veränderungen. Manchmal sind Veränderungen schwierig. Veränderungen bringen oft neue Chancen. Motiviert. Ich bleibe motiviert, auch wenn es nicht leicht ist. Sie ist immer motiviert und bringt gute Energie ins Team.